Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Morgen, meine Damen und Herren. In Ägypten haben Regierung und Opposition mit Verhandlungen über Reformen begonnen. Fast 2 Wochen nach Beginn der Demonstrationen traf sich Vizepräsident Suleiman mit Vertretern der Protestbewegung, unter ihnen auch Mitglieder der islamistischen Muslimbruderschaft, die im Land offiziell verboten ist. Auf den Straßen soll sich das Leben normalisieren. Stück für Stück gehen die Aufräumarbeiten voran. In Gang kommt auch das Gespräch über einen Weg aus der Krise. Vizepräsident Suleiman traf sich mit Oppositionsführern. Im Anschluss verkündet das Staatsfernsehen erste Reformvorhaben. Der seit Jahrzehnten geltende Ausnahmezustand solle bald beendet und demnächst auch über eine Verfassungsänderung beraten werden. Über ihnen das Konterfei Mubaraks. Er soll zurücktreten, fordern auch die Muslimbrüder, doch bislang ohne Erfolg. Die größte Oppositionsgruppe will islamische Werte in Politik und Gesellschaft. Nach den Gesprächen heute bleiben sie verhalten. Der Dialog geht zwar weiter, das Gespräch heute hat aber keine klaren, konkreten Fortschritte gebracht. Auch am 13. Tag der Proteste sind tausende Menschen auf der Straße. Sie beharren auf ihrer Forderung nach einem Rücktritt Mubaraks. Der Protest muss weitergehen, das die Botschaft am Abend in Kairo. Im Konflikt über die Hartz-IV-Reform ist Bund und Ländern noch kein Durchbruch gelungen. Spitzenvertreter beider Seiten verhandeln in Berlin seit 8 Stunden über einen Kompromiss. Umstritten ist die Höhe der neuen Hartz-IV-Regelsätze. Gefeilt wird auch noch am Bildungspaket für Kinder. Bewegung scheint es aber bei den Gesprächen über einen Mindestlohn für Zeitarbeiter zu geben. Bundesarbeitsministerin von der Leyen hatte zu Beginn des Treffens gesagt, dies sei die entscheidende Runde. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat sich zum Abschluss mit der Lage in Afghanistan befasst. Präsident Karzai äußerte sich zuversichtlich, dass nach 2014 keine internationalen Truppen mehr gebraucht würden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Der Abzug der NATO-Schutztruppe soll Ende dieses Jahres beginnen. Bundesaußenminister Westerwelle sagte Afghanistan auch für die Zeit danach politische und zivile Unterstützung zu. In Tunesien soll die Partei des gestürzten Staatschefs Ben Ali RCD verboten werden. Wie die Übergangsregierung mitteilte, dürfen ab sofort keine Parteiveranstaltungen der RCD mehr stattfinden. Alle Büros der Partei müssten schließen. Die Übergangsregierung hatte der RCD wiederholt vorgeworfen, Unruhe im Land zu schüren. Am Wochenende war es zu den heftigsten Gewaltausbrüchen seit dem Sturz von Ben Ali gekommen. Der Rock- und Blues-Gitarrist Gary Moore ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Wie sein Management mitteilte, wurde Moore tot in einem Hotelzimmer in Spanien gefunden. Moore war zuletzt als Sänger und Solo-Gitarrist erfolgreich. Bekannt wurde er als Mitglied der irischen Rockgruppe Thin Lizzy. In der Fußball-Bundesliga gab es am Sonntag keine Tore. Im einzigen Spiel trennten sich Freiburg und Frankfurt 0:0 unentschieden. Für Michael Skibbe und Eintracht Frankfurt steht in 2011 weiter die Null. Auch im 4. Spiel des Jahres gelang Frankfurt in Weiß kein Treffer. Denn weder die Rückkehr des angeschlagenen Top-Torjägers Gekas noch eine Vielzahl von Chancen in der ersten Hälfte hier durch Patrick Ochs führte zu zählbarem für die Eintracht. Nach der Pause die Mannschaft von Robin Dutt lange Zeit näher am Sieg. Doch auch Freiburgs Torgarant Papis Cissé war unpässlich. Aus 2 Metern schaffte es der zweitbeste Schütze der Liga nicht, den Ball über die Linie zu drücken. In einem schwachen Bundesligaspiel vor 21.900 Zuschauern war aber auch Eintracht Frankfurt noch einmal ganz nah dran am Sieg. Ausgerechnet Innenverteidiger Mike Franz hätte der Held werden können. Seinen Schuss lenkte Freiburgs Torwart Baumann aber noch an die Latte. Nach dem gerechten 0:0 Freiburg jetzt seit 7 Spielen ungeschlagen. Frankfurt wartet in der Bundesliga seit über 6 Stunden auf ein Tor. Und nun die Wetteraussichten. In der Nacht an den Küsten stürmisch, im Nordosten Regen und im Süden klar. Im Tagesverlauf in der Mitte und im Süden viel Sonne, im Norden zeitweise dichte Wolken und wieder stürmisch auflebender Wind. 7 bis 15 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 4:45 Uhr.